Ein unerfüllter Kinderwunsch kann sich wie eine emotionale Achterbahnfahrt anfühlen. Du schwankst zwischen Hoffnung und Trauer, Frust, Verzweiflung und dann ist da doch wieder so ein bisschen Vorfreude, wenn du glaubst, es hat geklappt. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, diese Achterbahnfahrt ist ziemlich anstrengend und ziemlich mühsam. Und genau darüber sprechen wir heute. Welche psychischen Belastungen so ein unerfüllter Kinderwunsch mit sich bringt, wie du besser damit umgehen kannst und wie du dich vor allem stärkst, damit du in deiner Kinderwunschzeit einfach stärker, gelassener und zuversichtlicher den Weg zum Baby gehst. Denn dann ist es auch leichter, schwanger zu werden. Also bleib dran. Kinderwunsch und Psyche sind unheimlich eng miteinander verknüpft, enger als du das vielleicht glaubst. Und es ist so, dass du durch diese emotionale Achterbahnfahrt, durch dieses positive und negative Schwanken einen unglaublichen Stress in deinem Körper auslöst. Da kannst du natürlich nichts dafür, das Ganze geschieht ja auch unbewusst. Es ist auch wichtig, dass du verstehst, dass dieses Ticken deiner biologischen Uhr dir einen unheimlichen Stress verursacht und auch noch diese gesellschaftlichen Erwartungen. Du kennst bestimmt diese blöden Fragen, die dann immer kommen, na, wann ist es denn bei euch soweit? Oder wenn du mal keinen Alkohol trinkst und nicht mit einem Prosecco anstoßen möchtest, dann kommen schon wieder die Fragen, ob da was im Busch ist. Und das macht dir natürlich einen unheimlichen Druck und setzt dich unter Stress. Und dieser Stress ist eine Überlebensreaktion. Und diese Überlebensreaktion sorgt dafür, dass dein Körper beschließt, er kann jetzt nicht schwanger werden. Und du fragst dich vermutlich, was stimmt nicht mit mir, denn alle anderen werden schwanger. Und du denkst dir, du machst einfach irgendwas falsch oder bei dir läuft was falsch. Du fühlst dich klein und du hast dann natürlich relativ wenig Selbstliebe für dich übrig. Und das ist was, was natürlich für deinen Kinderwunsch auch nicht besonders gut ist. Lass mich allerdings betonen, du bist nicht schuld bei der ganzen Sache. Es geht wirklich da um Prozesse, die von außen auf dich einwirken und du im Prinzip reagierst auf das Ganze. Du reagierst auf das Ticken der biologischen Uhr, du reagierst auf blöde Fragen und du reagierst natürlich auch auf Kommentare und auf Glaubenssätze, die sich in dir drinnen dann verfestigen. Zum Beispiel ist ein Glaubenssatz, ab 40 ist man zu alt, um Kinder zu bekommen. Und wenn du auf die 40 zugehst und dann aber auch schon über die 40 hinaus bist, dann ist es natürlich so, dass du dann unbewusst glaubst, du kannst gar nicht mehr schwanger werden oder oh mein Gott, das ist jetzt wahnsinnig eng mit der Zeit und das setzt sich natürlich noch mehr unter Druck. Diese Zeit kann dich natürlich unheimlich erschöpfen und da sie dich unter Stress setzt, ist es so, dass du wirklich was tun musst, um deinen Kinderwunsch auch letztendlich zu erfüllen. Und dieses Tun, so paradox es klingt, ist das Loslassen. Und in erster Linie geht es einmal darum, dass du mal schaust, dass es dir gut geht, dass du dich stärkst. Wie kannst du das machen? Schau mal, welche Gefühle überhaupt in dir drin sind. Schau die mal genau an, denn nur wenn du sie benennen kannst, wenn du sie erkennst, kannst du auch damit arbeiten und kannst im Zweifelsfall auch was dagegen tun. Schaffe ganz bewusste Ruhemomente. Es ist wichtig, dass du dir auch zwischendurch mal Zeit für dich selbst nimmst und nur für dich, ohne Kinderwunsch, sondern rein für dich selbst. Das heißt, ob das jetzt Meditation ist, ob du schwimmen gehen möchtest, ob du draußen in der Natur spazieren gehen möchtest, ob du dir einen Spa-Tag gönnst. Mach einfach das, was dir gut tut. Dein Körper wird dir das sagen, deine Psyche wird dir das sagen. Du wirst einfach merken, okay, wenn du das Gefühl hast, ja, das brauche ich jetzt, dann mach das einfach. Du hast es verdient und es ist ganz wichtig, dass du deinem Körper und auch deiner Seele natürlich das Signal gibst, es ist alles in Ordnung und ich habe dich lieb und ich schaue auf dich. Sprich mit jemandem. Wenn das nicht dein Partner ist, weil es gerade vielleicht schon ein bisschen kriselt wegen des Themas Kinderwunsch, weil vielleicht dein Partner nicht ganz verstehen kann, warum du so am Rad drehst, oder weil dein Partner das Wort eigentlich schon gar nicht mehr hören kann, oder weil dein Partner sich vielleicht schon ein bisschen als Zuchtbulle missbraucht sieht, dann sprich mit jemand anderem darüber. Vielleicht ist das deine Mutter, vielleicht ist das eine gute Freundin, vielleicht ist das auch ein Therapeut, vielleicht ist das ein Kinderwunschcoach. Vielleicht ist das eine Selbsthilfegruppe. Du siehst, du hast wahnsinnig viele Möglichkeiten, eine Person zu finden, die dir auch wirklich zuhört, die dich nicht falsch macht, die dich einfach versteht und die dir helfen kann, dass du auch wieder ja, besser drauf bist. Und die dir in weiterer Linie auch helfen kann, deinen Kinderwunsch loszulassen. Das ist unser nächstes Thema. Und du musst das nicht alleine schaffen. Du darfst dir Unterstützung suchen. Wenn ich in meiner langjährigen Kinderwunschzeit eines gelernt habe, dann ist es wirklich, es ist unheimlich wichtig, sich Hilfe zu suchen, gerade wenn man mitten in dieser Situation steckt. Denn du steckst wie in so einer Art Treibsand oder wie in einem Schlammloch und du kommst da alleine schwer raus. Du hast immer dieselben Gedanken. Ungefähr 90% bis 95% deiner Gedanken wiederholen sich jeden Tag und die sind aber unbewusst. Das heißt, wie sollst du da selbst rauskommen?
Jemand Außenstehender kann dich darauf hinweisen. Der kann dir natürlich auch so ein Seil zuwerfen und dir helfen, rauszuklettern aus diesem Sandloch oder aus diesem Schlammloch. Es ist keine Schande, sich Unterstützung zu suchen, und es fällt dir auch kein Zacken aus der Krone, wenn du dir Unterstützung suchst. Also es geht da jetzt wirklich nicht um dein Ego, es geht nicht um Sturheit oder sonst was oder um Besserwissen. Es geht darum, loszugehen für dein Baby. Und wenn du da jetzt ein bisschen deinen Stolz fallen lassen musst, obwohl das komplett unnötig ist, dann tu das einfach und schau einfach, welche Möglichkeiten du noch hast, die sich dir bieten, um dir Unterstützung zu suchen, deinen Traum vom Baby letztendlich auch zu erfüllen. Wo wir schon bei Traumerfüllen sind, ich habe für dich ein Geschenk, nämlich ein kostenloses Online-Training. Und in diesem Online-Training erzähle ich dir, wie genau ich nach dem Verlust meiner Tochter wieder schwanger geworden bin. Ich erzähle dir, wie ich schon vielen Frauen geholfen habe, schwanger zu werden. Und du kannst das absolut kostenfrei anschauen. Du findest unter diesem Video einen Link und da kannst du dich anmelden und schaust dir einfach an, schau, dass du möglichst viel mitnimmst, nimm dir die Zeit für dich und nimm dir die Zeit für dein Baby. Alles Liebe.